Hey zusammen, ich bin Tim. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe meinen Kaffee hier und Julia sitzt auch schon bereit. Heute reden wir über deutsche Pünktlichkeit. Hallo ihr Lieben. Ja, das Thema ist irgendwie groß, oder? Pünktlichkeit ist in Deutschland echt wichtig. Also so richtig wichtig. Genau. Pünktlich heißt ja, man kommt zur verabredeten Zeit, nicht später. Viele sagen auch, es ist Respekt, weißt du? Respekt für die Zeit von anderen. Ja, das sag ich auch immer. Wenn ich pünktlich bin, zeige ich, deine Zeit ist mir wichtig. Meine Eltern haben das schon früh gesagt. Die meinten oft, 10 Minuten früher ist besser als zu spät. Oh ja, bei mir auch. Mein Vater sagte immer, 5 Minuten vor der Zeit ist des Deutschen Pünktlichkeit. Klingt streng, aber na ja, ich hab's irgendwie übernommen. Nicht immer perfekt, aber meistens. Ich auch nicht immer, klar. Aber ich plane meistens so, dass ich nicht hetzen muss. Ich gehe einfach ein bisschen früher los. Dann bin ich entspannter. Was ich spannend finde, viele denken, in Deutschland ist alles immer pünktlich, auch die Züge. Und dann, tja, kommt die Deutsche Bahn und macht, Überraschung. Manchmal klappt's, manchmal nicht. Ja, das nervt schon. Viele erwarten, der Zug kommt auf die Minute und dann steht man da und wartet. Das passt irgendwie nicht zum Bild, oder? Total. Ich habe mal gelesen, viele Leute kommen deswegen extra früher zum Bahnhof, so 10 bis 15 Minuten, einfach um sicher zu sein und um einen Plan B zu haben. Mache ich auch so. Ich habe sogar eine App auf dem Handy, die zeigt mir in Echtzeit, ob der Zug pünktlich ist. Echtzeit heißt, es gibt aktuelle Infos, also jetzt gerade nicht nur der Plan. Guter Punkt. Das Wort ist vielleicht neu. Echtzeit, Infos ohne Verzögerung, sofort. Und diese Apps helfen echt. Man kann auch Push-Nachrichten kriegen. Dann vibriert das Handy, wenn sich was ändert. Genau. Und wenn ich sehe, oh, der Zug hat 10 Minuten Verspätung, dann bleibe ich noch kurz zu Hause. Oder ich nehme einen anderen Weg, Bus statt Bahn. So spart man Nerven. Sag mal, hast du neulich nicht so eine Story erzählt? Du kamst zu einer Party zu früh, oder? Ich fand das so witzig. Oh Gott, ja. Ich war 30 Minuten zu früh bei einer Geburtstagsfeier. Und rat mal, ich war die Erste. Der Gastgeber stand noch in Jogginghose da und hat Kuchen glasiert. Herrlich. Das ist so typisch, oder? Für Arbeit und Termine wollen alle pünktlich sein, aber bei Partys kommt man oft später. So eine Art lockere Regel. Ja, voll. Für private Feiern ist pünktlich oft nicht pünktlich, wenn du verstehst. Viele kommen so 10 bis 20 Minuten später. Nicht zu spät, aber eben entspannt. Vielleicht nehmen wir mal die Unterschiede Arbeit, Arzt, Amt, also Behörde, da bitte pünktlich oder früher. Party, Grillen, da ist ein bisschen später okay, aber nicht eine Stunde, bitte. Genau. Behörde heißt ja sowas wie Rathaus oder Bürgeramt. Da komme ich echt lieber 10 Minuten zu früh. Dann habe ich Zeit zum Atmen, Wasser trinken, Unterlagen checken. Guter Tipp. Und für Jobs, also Bewerbungsgespräche, ich sag immer 15 Minuten früher da sein. Wenn man zu früh ist, wartet man kurz draußen. Und dann geht man 5 Minuten vorher rein. Ja, das mache ich auch so. Wenn ich zu früh reingehe, stört das manchmal. Die Leute sind noch nicht bereit. Draußen warten ist total okay. Vielleicht noch kurz aufs Klo, Hände waschen, fertig. Viele haben ja Angst vor dem zu spät kommen. Ich auch. Deswegen stelle ich mir 2 Erinnerungen im Kalender. Eine Stunde vorher und dann nochmal 20 Minuten vorher. Oh ja, Erinnerungen sind Gold. Ich mache mir auch so kleine Puffer. Puffer heißt extra Zeit, falls was schief geht. Dann fühle ich mich sicherer und entspannter. By the way, ich kenne Leute, die aus einem Land kommen, wo es lockerer ist. Die sagen, hey, bei uns bedeutet 15 Uhr eher 15:30 Uhr. Und dann, zack, in Deutschland kriegen sie Stress damit. Ja, das hört man oft. Ich habe eine Freundin aus Spanien. Sie meinte, in ihrer Familie ist Zeit eher flexibel. In Deutschland hat sie gelernt, wenn 15 Uhr steht, dann ist 15 Uhr wirklich 15 Uhr. Ich finde wichtig, man kann ja fragen. Einfach kurz klären, ist 15 Uhr streng pünktlich oder eher flexibel? So ein Satz kann viel helfen. Kommunikation, ne? Genau, kurz schreiben, soll ich lieber 10 Minuten früher da sein? Oder ist okay, wenn ich ein bisschen später komme? Dann weiß man, was passt. Das nimmt Druck raus. Was machst du, wenn du merkst, du kommst zu spät? Also wirklich zu spät, Stau, Bus fällt aus, sowas? Hast du einen Standardtext? Ja, ich schreibe sofort, hey, sorry, ich komme 10 Minuten später. Ich entschuldige mich kurz und sag die neue Zeit. Also, es tut mir leid, ich bin um 15 da. Das wirkt ehrlich. Klingt gut. Ich rufe manchmal auch an, wenn es wichtig ist. Ich sag dann Entschuldigung, der Zug hat Verspätung, ich komme gegen 9:15 Uhr und ich bedanke mich fürs Warten. Das ist höflich. Höflich heißt freundlich und respektvoll, falls das neu ist. Viele Leute schätzen das. Also ehrlich sein, konkret sein und nicht erst in letzter Minute melden. Das ist der Schlüssel.
Jetzt mal ehrlich, Deutsche Bahn. Wie gehst du mit den Verspätungen um, ohne wahnsinnig zu werden? Hast du dein System? Ja, so halb. Erstens, immer die Live-Infos checken. Zweitens, einen früheren Zug nehmen, wenn es wichtig ist. Drittens, ein Buch oder Podcast dabei haben, dann nervt das Warten weniger. Das mit dem früheren Zug mache ich auch. Wenn ich pünktlich sein muss, nehme ich einen Zug, der 30 Minuten früher da ist. Dann habe ich noch Spielraum. Spielraum heißt Extrazeit, Puffer. Manchmal nehme ich auch die U-Bahn statt Regionalzug, wenn das geht. Oder ich laufe ein Stück. Alternative Wege sind echt nützlich. Einfach offen bleiben. Ich habe auch gelernt, nicht auf den letzten Drücker los. Der letzte Drücker bedeutet wirklich ganz spät. Dann wird man nervös, macht Fehler, vergisst Sachen. Das ist nicht gut. Ja, und man schwitzt, haha. Ich mag das gar nicht. Lieber ein paar Minuten früher und dann entspannt atmen und vielleicht schon mal Hallo sagen, ganz ruhig. Mir hat jemand erzählt, er kam nach Deutschland und dachte, er ist pünktlich. Aber er war immer so 5 bis 10 Minuten zu spät. Und er hat gemerkt, Leute waren genervt. Oh ja, das kenne ich auch. Viele sehen zu spät als unhöflich. Es fühlt sich an wie, meine Zeit ist nicht wichtig. Das will ja niemand zeigen, oder? Eben, darum sagen viele, Pünktlichkeit ist Respekt. Man zeigt, ich nehme dich ernst. Das ist eigentlich eine schöne Idee. Total. Obwohl klar, das Leben ist nicht perfekt. Kinder, Stau, Wetter, alles kann passieren. Wichtig ist, wie wir damit umgehen. Genau. Und man kann üben. Ich habe mir mal die Wegezeit gemessen. Also, wie lang brauche ich wirklich zur U-Bahn? Dann plane ich das ein. Seitdem bin ich seltener zu spät. Guter Trick. Ich mache das mit dem Fahrrad so. Ich weiß, zur Arbeit sind es 18 Minuten, also plane ich 25. Wenn alles gut ist, habe ich Zeit für einen Tee im Büro. Außerdem Kalender pflegen. Ich schreibe Ort, Dauer und Anfahrt rein. Dann klingelt mein Handy und ich sehe sofort, ich muss jetzt los. Ich nutze auch Farbcodes. Rot ist wichtig, grün ist locker. Bei Rot gehe ich früher los, so vergesse ich nichts. Klingt nerdig, aber hilft. Nee, das ist smart. Und für Leute, die neu in Deutschland sind, fragt Mitschüler, Kolleginnen, Nachbarn, wie sie das machen. Die meisten erklären gern. Kein Stress. Und wenn ihr mal zu spät seid, keine Panik. Kurz melden, ehrlich sein, fertig. Danach vielleicht überlegen, wo lag das Problem und dann beim nächsten Mal besser planen. Ich hatte neulich noch was Lustiges. Ein Freund aus Brasilien meinte, bei ihm ist Zeit mehr flexibel. Er fand es krass, wie ernst wir hier auf die Uhr schauen. Ja, das höre ich auch von Freunden aus Italien, Spanien, Lateinamerika. Es ist einfach anders. Und anders ist nicht schlecht. Man muss nur wissen, was hier normal ist. Das Wort normal ist wichtig. Normal heißt, viele machen das so. Es ist üblich. Es ist keine harte Regel, aber man erwartet es. Gerade bei Arbeit und Terminen. Stimmt. Und wenn man es mal nicht schafft, dann eben kommunizieren. Ein kleiner Anruf kann viel retten. Die andere Person fühlt sich gesehen. Noch ein Tipp: Kleidung und Tasche am Abend vorher vorbereiten. Dann sparst du morgens Zeit. Keine Suche nach dem Schlüssel, keine Hektik. Oh ja, ich leg alles hin. Geldbeutel, Ticket, Kopfhörer. Dann nur noch anziehen und los. Kleiner Aufwand, große Wirkung. Übrigens, es gibt noch einen Trick, die Uhr zu Hause 5 Minuten vorgehen lassen. Hilft nicht jedem, aber manchen schon. Ich kenne Leute, die schwören drauf. Ich hab das mal probiert. Bei mir hat's nicht geklappt, haha. Ich wusste ja, die Uhr geht vor, aber für andere ist es top. Probiert's einfach aus. Ich wusste ja die beide, die Auge. Bei mir aber ich wusste ja die beide. Ich wusste ja die beide. Noch was zu Zügen, wenn's super wichtig ist: Nimm einen Zug früher und plan eine Pause am Ziel. Du kannst lesen, E-Mails checken oder kurz spazieren. Dann bist du mental ready. Ja, und nimm was Kleines zu essen mit. Wenn man Hunger hat, wird man ungeduldig. Mit einem Snack ist das Warten leichter. Wasser hilft auch. Manchmal frage ich mich, sind wir Deutschen zu streng? Also, könnte man nicht ein bisschen lockerer sein? Was meinst du? Gute Frage. Ich finde, Pünktlichkeit ist gut, aber Menschen sind wichtiger. Wenn jemand eine gute Begründung hat, bin ich flexibel. Hauptsache, es gibt Respekt und Info. Das mag ich. Also Regel plus Herz. Die Mischung passt. So bleibt man freundlich und verlässlich. Genau, und mal ehrlich, jeder war schon zu spät.
Wir müssen nicht perfekt sein, aber wir können besser planen, damit es seltener passiert. Ich erinnere mich an mein erstes Jahr in Berlin. Ich dachte, alle Züge sind immer pünktlich. Dann kam der Winter. Zack, Schnee, Signalstörung, alles verspätet. Ich habe echt gelernt, flexibler zu sein. Oh ja, Winter ist hart. Ich gehe dann noch früher los. Und wenn ich mal zu früh am Bahnhof bin, lese ich einfach. Diese Wartezeit ist dann nicht verloren, sondern ruhig. Schön gesagt. Wartezeit als kleine Pause. Vielleicht sogar meditieren, wer mag, oder Freunde kurz anrufen. Und apropos Freunde, ich habe meine Freundin gefragt, ob sie sauer ist, wenn ich 10 Minuten zu spät komme. Sie meinte, sag mir vorher Bescheid, dann ist alles gut. Kommunikation ist echt die Lösung. Ja, und in Gruppen hilft's, eine Uhrzeit mit Fenster zu sagen. Zum Beispiel, wir treffen uns zwischen 1800 und 18:15. Dann ist es klar und entspannt. Gute Idee. Oder man schreibt, wir essen um 19:00, kommt gern ab 18:30 Uhr, so weiß jeder, wann er wirklich da sein sollte. Das verhindert Stress. Noch schnell ein Wort, Verlässlichkeit. Das heißt, man kann sich auf dich verlassen. Pünktlichkeit ist ein Teil davon. Wenn du pünktlich bist, wirkst du verlässlich. Ja, und das ist super für Arbeit und Freundschaft. Menschen merken sich das. Man wirkt professionell und auch freundlich. Wien, Wien, wie man so sagt. Wir haben jetzt viele Tipps gesammelt. Ich fasse kurz zusammen, okay? Früher los, Puffer planen, Apps mit Echtzeit nutzen, alternative Wege kennen, ehrlich kommunizieren. Und bei wichtigen Terminen eher 10, 15 Minuten früher da sein. Bei Partys etwas später ist oft okay, aber nicht übertreiben. Kleidung und Tasche am Abend vorher, Snack und Wasser mitnehmen. Wenn was schief geht, sofort melden, entschuldigen, neue Zeit sagen und freundlich bleiben. Dann ist alles halb so schlimm. Ach, und noch eins, wenn ihr neu in Deutschland seid, fragt einfach nach den Erwartungen. Das zeigt Interesse und Respekt. Die meisten freuen sich darüber. Stimmt. Und denkt dran, Perfektion gibt's nicht. Aber mit kleinen Schritten wird's leichter. Jeden Tag ein bisschen besser. So, Tim, ich glaube, wir sind am Ende für heute. Das war schön rund, oder? Ich fühle mich jetzt sogar motiviert, meine Tasche für morgen zu packen. Haha, ich auch. Und ihr da draußen, wenn euch das geholfen hat, lasst uns gern ein Like da. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nix. Wir haben noch viele Themen. Genau, und schreibt gerne in die Kommentare, wie pünktlich seid ihr? Welche Tricks nutzt ihr? Wir lesen alles, versprochen. Danke fürs Zuhören, Leute. Bleibt freundlich, bleibt verlässlich und vergesst den Puffer nicht. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss, ihr Lieben. Habt einen guten Tag und kommt gut an, wo auch immer ihr hin müsst. Bis bald.